Hi, da sind wir wieder zurück bei unserem Super Detective und es ist abends und mir ist noch eingefallen, ey, man könnte ja mal probieren, ins Hotel zurückzufahren, vielleicht kann man da pennen. Kann man auch, aber war relativ teuer. 158 $ habe ich dafür bezahlt. Für 10 Stunden schlafen, glaube ich. Nichtsdestotrotz, wir packen das Ding jetzt erstmal hin. Ich habe mir aber vorsichtshalber ein paar starke Zigaretten besorgt. Im ungefähr dem gleichen Wert für 162. Mal gucken, was mir günstiger kommt, ne? Yes. Perfect. Oh, my dear lost lamb, what are you doing there? Oh, this? This is all part of the Lise Clarkson murder investigation. Something important, hmm? Oh, yes. Very important. I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. Please call me York. That's what everyone calls me. But what should I call you? I'm Tyrone Sanders, pastor of the Lucare Evangelical Church. And what business does a pastor like yourself have in a place like this? Well, I live over across the way there. Do you have an intimate relationship with Mrs. Carpenter? Why in the world would you suggest such a pitiful thing? Lordy, lordy. How could I ever become intimate with one who is so devoid of faith? After she lost her husband, she stopped coming to church. All she does all day is bowl. She even pruned the shrubbery in that pitiful fashion. Yes, truly pitiful. And did you see that hideous ox of a dog she owns? Pitiful with a capital P. I tried speaking with her, but she shows no intention of changing her ways. Yes, I fear she never lends an ear when the good Lord reaches out to her. Indeed, I pity her from the bottom of my heart. So you've been spying on her out of pity? Spying? I'm merely awaiting the chance to lend her a helping hand. You'd best be careful, too. This town harbors much more danger than you're aware of. If you ever find yourself in need of salvation, feel free to stop by our church whenever you like. Our church also functions as a clinic. Someday, you may need our help. Zach, did you hear that? Pitiful. Try saying that to someone in the city. They'd instantly slap you with slander or defamation charges. You'd be up to your neck in court papers. I doubt I'll tire of this town anytime soon. We should consider stopping by that church whenever we get a chance. Okay. Gut, jetzt weiß ich auch, gehen Sie zum Alexis. Kann ich das jetzt schon machen? Ich hoffe. Ich meine, es ist abends. Das ist auch schön. Außerhalb von Gebäuden verstreicht Zeit. Okay, hey, ihr kennt eine bestimmte Uhrzeit. Ja, das habe ich schon mitgekriegt. Schlaf im Hotel oder freiem mit. Ach, so. Ach, lol. Stimmt ja, wir haben einen Schlafsack auch. Was ich aber ganz gut. Erstens, das ist mir gar nicht aufgefallen. Zweitens. Gucken, was er hat. Alter Teller. Beim Hund war nämlich auch noch was gewesen, aber da komme ich da ja so einfach ran. Und noch ein hochwertiger Teller. Wir können ja Spaß haben, mal klingeln, oder? Also sie wird wahrscheinlich nicht zu Hause sein. Looks like a case of bad timing, Zach. Let's come back later. Okay, außerdem war das kein Klingeln, aber okay. Ich meine, wenn wir schon mal hier sind, er wohnt ja direkt gegenüber, ne? Hier war es gewesen, genau. Ich meine, vielleicht können wir jetzt mit ihm. Er ist ja offensichtlich eigentlich da. Ich will bloß mal wissen, ob ich damit recht habe, dass ich da mein Skateboard aufmotzen kann. How pitiful. Are you lost, little lamb?
Cool, das war sehr aufschlussreich. Nicht wundern, warum ich mich wahrscheinlich weggekattet habe. Aber irgendwie ist... Scheißbart. Okay, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er jetzt wieder zu früh ist. Und ich weiß, ich wollte ja jetzt eigentlich mit den Kippen ausprobieren. Aber warte mal, müsste da nicht eine Zeit stehen? Gehen Sie zum Alexis, werfen Sie einen Strike. Und das sind die Dings, okay. Gut, vielleicht... Ich meine, es ist 11:30 abends. Warum sollte sie nicht da sein, ne? Sollte eigentlich passen. Kann ich eigentlich schon hier rüber? Ich weiß es gar nicht genau. Kriege ich eigentlich auch Kohle dafür, dass ich Ewigkeiten Skateboard fahre? Oder zumindest ein bisschen bessere Dings? Das wäre doch eigentlich mal was. Also ein bisschen mehr Ausdauer. Also ich habe die Kippen ja, wir können mal noch ausprobieren. Ich hoffe, ich vergesse das bloß nicht. Die Zeit, was wir im Hotel verbracht haben, wie viel ich da ausgegeben habe. Was halt komisch ist, warum ist in der Nacht hier keine Mucke irgendwie? Ja. Halt, warte mal. Ihr seht das Gefühl mit der Zeit ab und sie bekommen Hunger. Ah. Okay. Zach, how about we grab a bite to eat? Not even I can think straight on an empty stomach. Naja, können wir eigentlich hier gleich was essen, oder? Ich meine, noch sind wir nicht so weit, aber wir spielen vielleicht erstmal. Mal gucken. Looks like a case of bad time. Let's come back later. Es war klar. Es war klar. Heißt also, ich werde mal kurz gucken. Etui. Wo sind meine Kippen? Wir haben ja 10. Ich habe ja extra 10 davon geholt. Oh, mehr hätte ich ja gar nicht machen können. Das wird wieder nichts gesteckt. Okay, 23:33. Mal gucken. Ob wenigstens die Zeit länger vergeht. Jo. Jo, und das ist auf jeden Fall... Habe ich aus Versehen auf Bleiben lassen gedrückt? Beim letzten Mal? Wahrscheinlich, wa? Warum ist der Himmel so rot? Weil ich ihn geraucht habe? Looks like a case of... Let's come back. Mr. Alligator. Not sure how much help you'll be in this situation, but I guess you're better than nothing. What the... Zach, I don't even need to say it, do I? This is right out of that movie. Videodrome, 1982, directed by David Cronenberg. At the time, it was seen as a hard movie to digest for normal moviegoers, but now it's become a cult classic. I always just saw it as another weird Canadian movie, but this changes everything. My arm and my gun have become one. Now I can really understand what Max was going through. Okay, anscheinend geht jetzt auch mal ein bisschen der Horrorteil los. Wurde aber langsam Zeit. Anderswelt, Gegner fixieren, indem sie... ja... Das heißt, sie verfolgt die Kugel nach dem Loslassen jetzt hier bis zum Einschlag. Und ich dachte, okay, weil wir jetzt besonders stark geraucht haben. Aber wann geht denn das wieder weg? Toll. Nein, jetzt... Oh. Hat er mich erwischt? Ja, der hat mich irgendwie erwischt. Aber ich wollte den Shit noch aufsammeln, Mann.
Lass mich doch mal den Shit aufsammeln. Toll. Aber ist nicht so schlimm, wir müssen ja eh was essen. Ich habe irgendwie das Gefühl, das geht gar nicht mehr weg. Wann geht denn das wieder weg? Ich wollte jetzt nicht die ganze Zeit hier in der Anderswelt sein. Also es wäre okay, aber die kommen ja ständig wieder. Oder kann ich auch in der Rochen und dann geht das schon wieder. Dass das nur bei Nacht irgendwie passiert. Warte mal, ich will mal kurz gucken. Also kann jetzt natürlich auch an den Zigaretten gelegen haben, das auf einmal. Aber nee, passt. So, ich kann es bleiben lassen. Schön. Na gut, dann wollen wir mal rein. Erstmal was futtern, oder? Looks like a case of bad timing. Let's come back late. Hä, wann hat denn das Ding offen, Mann? Oh, ich bin ja doof. 8 AM. Viertelstunde. Okay, was machen wir jetzt noch? Ich speichere erstmal. Jetzt aber, was machen wir jetzt eine Viertelstunde? Weil noch Erinnerungen. Die sind jetzt nicht allzu teuer, aber blöd wäre natürlich. Oh, meine Ausdauer ist wegen der Sättigung. Okay, sollte gehen. Ich will mal kurz gucken, haben wir eigentlich was zu essen dabei? Konzentration, ja, und mal unsere Kippen. Ach, das kommt. Lol. Macht nur minimalsatt. Ja, damit wir ein bisschen das Inventar aufräumen. Krämpfe und Lähmung. Okay. Gut, die Zigaretten soll ich dann vielleicht doch mal wegpacken. Nein. Dafür bräuchte ich aber erstmal einen Koffer. Hätte ich doch mal bis um 8 Uhr gewartet. Scheiße. Hätte ich auch wenigstens reingehen können. Und so weit weg will ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Was natürlich jetzt noch eine Möglichkeit wäre, ein bisschen rumzulorchen. Okay, da haben wir einige Sachen. Toll. Was mir halt gar nichts bringt. Oh, warte mal, bin ich... Achso, kann ich nicht rüber. Ja gut, wenn das so ist... Wir können ja kurz mal reingehen. Wir haben ja noch das Bild da. Vielleicht können wir mit dem Bild noch mal ganz kurz quatschen. Ich habe auch ein längeres Gespräch gehabt, aber das habe ich mir ehrlich gesagt gar nicht angehört. Mit dem Hotelier eigentlich bloß, weil ich da Kippen kaufen wollte. Ne? Aber ich habe da gesehen, am Bild konnten wir schon irgendwie was machen. Vielleicht können wir oben auch noch am Dings was machen. Zach, here's another perfect symbol of the human condition. Hunting trophies. And it's a buffalo hunting trophy. Now that's a surprise. I've seen several trophies made out of human skin, but never a buffalo's. Looking at him brings out this strange feeling from within me. Yes, the very same feeling I got when watching a certain film from 1984, directed by Peter Hyams. 2010. The last scene in that film filled me with such a sublime, majestic feeling. It was filled with everything that was missing from the finale of 2001: A Space Odyssey. Just talking about it makes me want to watch it again. Let's watch it once we get home. Promise. Okay.
Jetzt hat er das Ding aber wenigstens noch mal gesehen. Ich gehe mal kurz in unser Zimmer. Obwohl, wir könnten auch im Restaurant noch was essen. Ich will halt bloß mal die ganzen Kippen wegbringen. 2 Packungen halte ich mir, denke ich mal, noch auf. So, das werden wir, denke ich mal, noch brauchen. Das wahrscheinlich eher nicht so wirklich. Eins lasse ich mal trotzdem. Cola lasse ich mal. So. Ja, ich habe halt 10 Mal gekauft, ne? Weil ich wusste nicht, wie lange das dann verstreicht. Ist auf jeden Fall günstiger, als wie im Hotel zu pennen. Alter, wie viel haben wir denn noch hier von den extra starken? Ich habe mehr wie 10 gekauft, glaube ich, ne? Okay. Doch, ich glaube, ich habe mehr wie 10 gekauft. Ich wollte, glaube ich wollte erst 10 kaufen, aber vom... Kann das sein, dass die Zeit hier gar nicht vergeht in dem Hotel? Kann ich mich irgendwo hinsetzen? Tachchen? Hello there, mister. Niece. Just you remember now. So give me a... Ja, ich wollte aber was essen. My restaurant serves only the highest quality Creole cuisine. The real deal. Which ain't too easy to find in a backwoods town like this. Did I hear wrong then? Set me straight, would you, Chef? I thought that Cajun food was the norm in Acadiana. Why would you go out of your way to serve Creole food here? When I was a youngin', I trained myself at a famous restaurant in New Orleans. A famous restaurant? That's incredible. Was it Arnaud's? Antoine's? No, don't tell me, I got it. Brennan's, right? None of those, actually. But that place taught me how to really cook. Go on and try something, you'll see. Very intriguing. Ja. Okay. $15. Macht mächtig satt. Okay, da mal Sättigung, das macht richtig derbe satt. Ein kleines Dessert. Warte mal. Ja, können wir das hier. Ein ganzer Teller frischer Meeresfrüchte. Okay, bestellen wir mal. Ja. That food was Toll. unbelievable. I see you weren't lying about undergoing training at that famous restaurant. Ah, now you just trying to embarrass me, mister. I still appreciate it, though. And you must have undergone some rigorous training in order to gain such refined technique. You put so much care into preparing everything just right. And your manipulation of that low-temp flame in order to bring out such a pleasant fragrance. This is true Creole food. You have to tell me now. Which famous restaurant did you train yourself at? Wahrscheinlich irgend so ein kleines Kackding. Come on, Chef, we need to know. Zach and I are begging you. Ah, you drive a hard bargain, mister. All right, I reckon I can give you a hint. Really? Oh, just a hint now. Toll. Fine, we'll take it. Just say it. It's the restaurant that serves the most famous fried chicken in all of Louisiana. Hat er bei KFC gearbeitet oder was? Crispy, crunchy. You know what I'm talking about? Bonafide fried chicken. No, you can't mean... Oh, yeah. I'll bet they worked you pretty hard. Mm-hmm, you betcha. So that's how you acquired the mental fortitude necessary to cook such amazing food. Oh, my time there taught me just how tough city life really is. Amazing. Zach, did you hear all that? Mhm. That's an incredible story, David. You really are a true chef. Both Zach and I have given you our official approval. Toll. Aber mein HP ist gar nicht hochgegangen. Okay. Wie dem auch sei, raus aus dem Schuppen hier. Ich hoffe, die Zeit ist vergangen. Mir ging es ja hauptsächlich darum, hier um unsere Ausdauer und so, wegen Rennen und so. Aber ich dachte, Essen füllt auch unser Dings. Dafür brauchen wir halt wirklich das kleine Medikit da. Oder die Pflaster. Ich dachte, vielleicht Essen. Ich möchte es fast sagen, ich hätte das gelesen. Nun gut. Es ist kein bisschen Zeit verstrichen.
Ja. Ja, toll. Warum verstreicht hier in dem Gebäude keine Zeit? Das ist kacke. So, ich hol mal, warte, hier, Größe. Please. Okay, hier, leichte. Serving you is my great. Ja, danke. Okay. Jedes Mal, wenn ich laufe, gibt es halt wesentlich mehr. Ich meine, das ist nicht schlecht, aber dafür, dass die Übernachtung halt so teuer war, das ist halt die Kacke. Außerdem, ich brauche ja noch Kohle für die ganzen Fetisch-Sachen, die wir dann irgendwann mal machen werden. Nicht falsch verstehen. So, warte. Wir machen die auch erst um 8 Uhr auf. Hä? So, wo sind hier meine extra leichte Lieblingsmarke? Ah, okay. Ja. Ja. Jetzt sollte es aber gehen. Sorry for the wait, Patty. Whatever. Is Mrs. Carpenter here? No, she hasn't come in today. Everything's going according to plan. It's time to knock down the 10 maidens, Zach. Ach, muss ich jetzt gegen sie spielen, oder? Ja, ich meine, vielleicht doch für die Bahn müssen wir auch bezahlen, theoretisch. Wir gucken erstmal. Oh my lord, y'all are back? Listen up, y'all ain't gonna believe this. What's wrong? Mrs. Carpenter hasn't come in. For the first time in 10 years, what could it be? I just hoping nothing bad happened to her. She's fine. You have my guarantee. Oh my lord. I reckon if an FBI agent like you is convinced, then I What did I tell you, Patty? Value is a relative thing. We needed to find that figurine, no matter the cost. Okay. Heißt also, darf ich jetzt hier spielen? Weil ich meine, ich muss jetzt wahrscheinlich selber machen müssen. Mal gucken, wie lange das dauert, bis ich bald Strike werfe. You really wanted to bowl that bad? They don't have bowling alleys in the city no more? Wrong, Patty. I have absolutely no interest in bowling. Tossing a heavy ball at lined-up pins? You can't even call this a sport. It's a game for cavemen. Nonsense. Utter nonsense. Then can I throw the ball instead? Absolutely not, Patty. This is part of the investigation. I need to do this myself, no matter how stupid it may be. You're the one who's stupid. Sure looks like you're having fun to me. Also da kann ich ja gar nicht konform gehen, um ehrlich zu sein. Mach mal eine 13er. Normalerweise spiele ich immer mit einer 11er oder mit der 10er, aber ich auch 10er eher zum Spare und eine 11er als Trackball. Ja. Ist so primitiv, lalala, ist ja jetzt was Besseres oder was? Ich kann immer noch einen Ball wählen? Okay. Wurfwinkel. Das wird so scheiße. Oh Gott. Tja.
Oh, looks like I finally earned myself a rival. That was just a stroke of luck, Mrs. Carpenter. Despite how I may seem, I've never been any good at any of the ball-based sports that exist here on our planet. Oh, no, you can't fool me. I can tell the FBI's giving you very special training. If I gave you a few lessons on top of that, I'm sure you'd be able to go semi-pro. Semi-pro? That's right. That's what I said. Not pro, but semi-pro. Yes, semi-pro. You'd never be able to go pro. You don't have what it takes. You could become a semi-pro if you tried really hard, though. Well, I guarantee it. Come back and see me when you feel like giving it a try. I'm sure my husband would forgive me if I let someone like you borrow my lane. Well, we gotta give youngsters a chance to grow. That's what we always say. I could actually go semi-pro? I'd take her words with a grain of salt if I were you. Patricia, I can understand why you'd be envious of my talents, but you don't need to worry. You have your own unique talents, just like any other person. You shouldn't have to feel inferior every time you look at me. You're unbelievable. You sure you don't need to get your head checked out? It's so strange, Zach. I feel like I'm discovering a new side to myself. By the way, Mr. Special Agent, you said you're investigating the Lise Clarkson incident, yes? In that case, there's something you should know. That poor girl, Lise, she was a druggie, and she was into the really bad stuff. Red powder. Oh, no wonder the FBI picked you. You already figured out that much. Well, the reason Lise turned into such a little hoodlum is because of her mother, Galena. Galena? Mm-hmm. A mother only in name. Oh, as far as I'm concerned, she's still nothing more than a child herself. Oh, dressing up in fancy clothes, always out on the town somewhere. Children giving birth to children. If these aren't the end times, well, I don't know what is. Oh, and they were always cooped up in that jazz bar. Galena wouldn't know proper parenting if it hit her in the tush. Zach, the jazz bar. We first heard about it from Patricia. It must be deeply connected with this case and the red powder. It must be San Rouge. Following the Oracle and felling the 10 maidens sure paid off, didn't it? So, Mr. Special Agent, are you all finished here? Yes, Mrs. Carpenter. Thanks to you, I've gotten a new lead. Oh. Then how about you mosey on and let me get back to my bowling? I need to bowl my first game of the day or else I'm gonna get rusty. Well, what are you waiting for? Get a move on! Shoo, shoo! Schuh dich doch selber, Alte. Okay. Ganz ehrlich, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich es beim ersten Mal hinkriege, aber cool. Und die Spur, naja. Oh, was nu? When the sun awakens, catch the tip of the baby bear's tail at the false altar. And the entrance to the other world will reveal itself to you. Zach, it's another oracle. It appears that we're being guided by a mysterious power. This oracle is a simple one. Toll. The false altar. You already know what this is, right? Altar der Lügen, ich schätze mal die Kirche. The place where Lise Clarkson's body was first discovered. She was found under a bridge at some sort of Ach so. altar, as if she was being worshipped. That's what Chef David said, right? Wahrscheinlich.
Okay, wenn es unter der Brücke ist, dann kann es ja eigentlich nur Leichenfundort sein, ja. When the sun awakens refers to dawn, of course. And the tip of the baby bear's tail is the North Star. At dawn, look straight to the north from where Lisa's body was found. On the surface, this oracle may seem tricky and convoluted, but it's still mere child's play. Pathetic. Sagen, muss ich jetzt noch was anderes finden? Okay, das ist ja toll. Zach, let's follow the oracle and head to where Lisa's body was found. I don't know what otherworld refers to, but I'm sure we'll find out once we get there. Oracle? That's right, Patty. This case is a rather complicated one. So Zach and I are following oracles given to us by a skeletal gentleman in order to crack it. Toll. Zwischen 6 und 8. Lol. Obwohl, wir haben ja noch ein paar starke Zigaretten, ne? Von wegen, die Anderswelt hat er schon gesehen. Soll er mal nicht so tun. Judy, dann würde ich mal sagen, speichere ich die ganze Geschichte. Ich hoffe, ich habe mich jetzt zeitlich nicht vertan. Hä? (1:30), ja. Ich hoffe, ihr habt mich jetzt zeitlich nicht vertan. Katsching. Und das passt von der Folge her, weil dann machen wir uns nämlich auf morgen zum Leichenfundort. Aber von der Zeit her werde ich wahrscheinlich noch ein paar rauchen müssen. Ja. Das hat uns ehrlich gesagt nicht so wirklich viel gebracht, außer jetzt macht es auf jeden Fall doch Spaß, wo du einen Strike geschafft hast, ne? Ja, wie dem auch sei, ja, vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns dann morgen wieder auf dem Weg zum Leichengedönse da, ne? Also, achso, nee, ich dachte, ich könnte mit Ihnen nochmal sprechen, hier vielleicht nochmal ein Eis oder so ausgeben. Ja, wie dem auch sei, vielen Dank und bis morgen dann. Ciao, ciao.